So. Na, doch mal sehen. Kenn ich, hatte ich schon. Wieso? Was macht denn Lisbeth da? Moment mal. Was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Aufrichtigkeit positiv. Stabile Familienverhältnisse? Positiv. Dann steht von meiner Seite aus der Adoption nichts mehr im Wege. Ich lasse dich nie wieder gehen. Frau Wolf? Du hast mich also aus Lampenfieber geküsst. Warum hast du es nicht von Anfang an gesagt? Hey Sascha, das war eine Übersprungshandlung. Das hatte jetzt nichts mit dir zu tun. Ich mag dich. Du bist mir ein wichtiger Kumpel, aber krieg deinen Scheiß zusammen, okay? Mann, Sascha, ich habe mich benommen wie ein Idiot und ich habe noch nicht mal eine wirklich gute Erklärung dafür, aber ich will einfach, dass du weißt, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Dafür ist mir unsere Freundschaft viel zu wichtig. Und das war's. Frau Nagel, warten Sie doch. Dana, ich meine, Frau Wolf ist die beste Mutter, die Max sich nur wünschen kann. Was glauben Sie, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe? Fakt ist, Sie sind nicht die Mutter des Jungen. Und Sie sind eine Scheinehe mit der leiblichen Mutter eingegangen, nur um eine Adoption zu erwirken. Das ist illegal. Ja. Wenn ich das melde, dann... Bitte, das muss doch niemand wissen. Sie verlangen von mir, dass ich lüge? Nein, aber Maximilian ist wie mein eigener Sohn. Bitte haben Sie doch ein bisschen Verständnis. Ich glaube, wir haben uns nichts mehr zu sagen, Frau Wolf. Dana, es ist kalt. Lass uns nach Hause gehen und überlegen, wie es weitergeht. Geh nicht weiter. Ich werde Maxi verlieren. Gräfin Lahnstein, darf ich meine Freude darüber ausdrücken, Sie wieder zurück auf Schloss Königsbrunn zu wissen. Lügen Sie nicht, Justus. Herzlich willkommen zu Hause. Danke. Keine Sorge, da musst du nicht allein hoch. Doch, ich muss es ja ab morgen auch ohne dich schaffen. Nein, musst du nicht. Ich habe es extra so eingerichtet, dass ich in den nächsten Tagen sehr viel von zu Hause aus arbeiten werde. Meinetwegen? Nein, weil das Essen hier besser ist. Natürlich deinetwegen. Ich muss doch überprüfen, dass du dich auch wirklich schonst. Versprochen. Versprochen, was heißt das? Keine Arbeit, kein Stress? Du weißt ganz genau, was die Ärzte in der Reha gesagt haben. Du hast Riesenfortschritte gemacht, aber jetzt heißt es Geduld haben. Die nächsten Tage gehören nur Emma und dir. Ihr seid das, was zählt. Die neue Tanja will Erfolg, aber nicht um jeden Preis. Die neue Tanja ist tough, aber nicht skrupellos. Und die neue Tanja will dich und niemanden sonst. Ich hoffe allerdings, die neue Tanja küsst noch so ein bisschen wie die alte. So, die Wiederauferstandene. Eben noch auf der Intensivstation und schon wieder die Zunge in einem Lahnstein. Wie viel Leben hast du eigentlich, Tanja? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Ansgar. Ich habe befürchtet, du verrottest im Knast. Befürchtet. Ob du es glaubst oder nicht, du hast mir gefehlt. Was haben die mit ihrem Krankenhaus gemacht? Gehirnwäsche? Vermutlich. Na schön. Wenn ihr beiden miteinander fertig seid, sollten wir beide uns mal ganz intensiv austauschen. Ich habe was für dich. Ein richtig dickes Ding. Was genau will er? Was auch immer. Sprüche klopfen und Spielchen spielen.
Christian. Ja, du wirst mich ab jetzt ja häufiger so sehen. Los, es sind jetzt schon wieder alle Brötchen weg. Und Fritsche auch. Mit wem redest du da? Mit Christian. Sag mal Hallo. Ach. Hey, Christian. Na, frisst man dir auch immer alle Brötchen weg in England? Oder habt ihr da gar keine? Wofür ist denn das eigentlich? Ich bin gleich wieder da. Das wird ein Videotagebuch für Christian. Dann kann er mich jeden Tag sehen und er macht auch eins für mich. Ah, damit ihr beide das Gefühl habt, ihr kriegt noch was von dem Alltag des anderen mit? Mhm. Solange er in England lebt und ich hier. Das ist doch eine super Idee. Pass auf. Hey, Christian. Moment, jetzt. Christian, ich bin's wieder. Was machst du den ganzen Tag mit den Geulen, hä? Und vor allem, wie lange noch? Weißt du eigentlich, dass wir dich voll vermissen? Du bist noch hier? Guck mal, das ist übrigens Sascha, unser neuer Mitbewohner. Muss das sein? Jetzt komm schon. Das ist für deinen Vorgänger. Wie mein Vorgänger? Christian, er hat mal hier gewohnt. Na dann. Hi, Christian. Reicht's? Klar. Alter, was ist dein Problem? Sorry, das war wirklich total überfallartig. Ich hätte vorher fragen müssen. Und deswegen hat sich Sascha auch in Panik dein T-Shirt angezogen, ne? Bist du ganz sicher, dass Frau Nagel euch gesehen hat? Sie stand direkt vor uns. Ja, dann war das ein Begrüßungsküsschen für einen schwulen guten Freund. Nein. So möchtest du nicht von einem guten, schwulen Freund geküsst werden. Die Nagel hat uns durchschaut. Sie weiß alles über eure Scheinehe. Gott. Es tut mir leid, wir hätten vorsichtiger sein müssen. Aber hinterher... Wieso ist die überhaupt am Spielplatz? Hätte die nicht längst im Büro sein müssen? Wo ist Dana? Die wollte noch eine Minute allein mit Max haben. Vater? Kind. Jessica. Ja. Jessica bekommt ein Kind von dir. Na und? Das heißt überhaupt nichts. Sie hat es mir gesagt. Reicht das? Nein! Was haltet ihr von Jim. Maximilian? Dana, willst du? Willst du meine Frau werden? Entschuldigung, könnten Sie vielleicht auch kurz aufstehen? Mein Sohn würde gern rutschen. Ne? Ja, sicher. Danke. Komm, Belle, rutsch mal. So, rutschen. 1, 2, 3. Jetzt, komm. Let's go. Ansgar, wenn es um die Scheidung geht, ich habe dir gesagt, dass ich keine Ansprüche stelle. Die Scheidung ist mir egal, die ist durch. Ich frage mich nur, warum du nicht versucht hast, mich auszunehmen. Ich habe alles, was ich brauche. Meine Familie. Tanja, manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um dich. Ach, wirklich? Wolltest du nicht alles aufgeben und mit Eva ein neues Leben beginnen? Wer hätte das von dir gedacht, du altes Chamäleon? Es tut mir leid, dass du sie verloren hast. Weswegen ich dich sprechen wollte. Ich habe Tristan bei LCL rausgeschmissen. Also mich hat gewundert, dass du ihn überhaupt auf den Posten gesetzt hast. Ich hatte meine Gründe seinerzeit. Interessiert dich, was aus der Firma wird? Na, sag schon. Wen setzt du mir diesmal vor die Nase, Ansgar?
Ich möchte, dass du Geschäftsführerin wirst. Bittest du mich gerade um Hilfe? Hab ich gerade bitte gesagt? Es ist deine Firma. Ich meine, du hast sie geprägt. Niemand ist geeigneter für diesen Posten als du. Du bittest mich um Hilfe. Es sollte doch zuerst mal in deinem Interesse Alles klar. sein. Ja, also gut, ich habe keine Lust, mich mit diesen Models und Kreativen und diesen ganzen Spinnern rumzuärgern. Und irgendeiner muss den Job ja machen. Ich habe Sebastian versprochen, mich zu schonen. Ach, jetzt komm schon. Er kennt dich. Er weiß, dass du keine 3 Tage ohne Arbeit aushältst. Okay, ich mach's. Aber niemand redet mir in meine Entscheidung rein. Du schon gar nicht. Ich bin froh, wenn ich mit diesem ganzen Modezirkus nichts zu tun habe und mich nur noch um die Zahlen kümmern muss. Außerdem vertraue ich dir, geschäftlich. Du wirst die Konkurrenz schon wegbeißen. Gebissen wird nicht mehr. Ich mache jetzt auf seriös. Mach's, wie du willst, Tanja, aber mach's erfolgreich. Also, willkommen zurück. Hey, mein Handy muss hier irgendwo rum. Sag mal, Olli, weißt du eigentlich, was mit Jessica und Ricardo los ist? Wieso, was ist mit der? Naja, die beiden sind sofort in Jessicas Zimmer. Total geheimnisvoll. Keine Ahnung. Also irgendwie sind heute alle schräg drauf. Und was war eigentlich los mit dir und... Ich muss zur Arbeit. Ist alles okay bei dir? Ja. Ich dachte, wir haben das alles geklärt. Sicher. Sicher. Sascha, wenn es immer noch wegen dem Kuss ist, dann... Alter, lass das Thema noch einfach begraben, okay? Sascha, das würde ich gerne, aber du gehst mir seitdem dauernd aus dem Weg. Ich muss zur Arbeit. Was ist denn eigentlich sein Problem? Also du findest auch, dass er eins hat? Naja, war ziemlich deutlich gerade. Ich muss. Dass du es zu Hause nicht lange aushältst, aber dass es nicht mal 3 Stunden sind. Du weißt doch, wie das ist. Einmal LCL, immer LCL. Tanja, ich weiß, was dir der Laden bedeutet, aber du hast 3 Monate im Koma gelegen. Also wenn überhaupt, dann... Dann nur mit halber Kraft. Versprochen. Und du weißt ja... Ja. Tough. Nicht skrupellos. Wie Sie sehen, ich bin wieder zurück. Etwas früher als erwartet, aber wie gewohnt mit vollem Elan. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich möchte Sie nicht länger von Ihrer Mittagspause abhalten. Danke. Ich weiß nicht, was die alle haben. Auf mich hat sie gerade einen sehr netten Eindruck gemacht. Du siehst vielleicht ihre Krallen nicht, aber sie sind trotzdem da. Ich mach Mittag. Tanja von Lahnstein, richtig? Sie müssen Tore Hellström sein. Genau. Ja, ich wusste nicht, dass Sie so Dass schnell... ich so schnell wieder da bin, das sehe ich. Ja. Naja, ich musste ja irgendwo hin. Aber irgendwo wird sich sicherlich noch freies Plätzchen für Sie finden. Sie verstehen nicht so ganz, das ist mein Büro. Wir finden bestimmt einen Weg, wie es wieder zu meinem wird. Sie wollen mich rauswerfen. Und warum sagen Sie das nicht einfach? Ich bin ein kooperierendes Wesen. Ich will ja keinen Krieg anzetteln. Ich will nur mein Büro zurück. Gut, ich suche mir was anderes. Danke. Ach, und nachher würde ich ganz gerne mit Ihnen über ein paar Entscheidungen sprechen, die während meiner Abwesenheit getroffen wurden. Unter anderem über die Auswahl des Kampagnengesichts. Giselle, gibt's da ein Problem? Wir finden eine Lösung, mit der wir beide leben können. Reden hilft. Bis später.
Also ich bin Caro Schulz. Ja, also Olli hat dir bereits vielleicht wahrscheinlich so schon von mir erzählt? Ich jedenfalls habe... Danke. Ich jedenfalls habe schon viel von dir gehört. Ja, und ja, also ich hoffe, dass wir uns bald mal kennenlernen. Danke. Christian, echtes Videogenie. Ja, wenn Christian hier wäre und nicht in England, dann wäre es gar nicht zu diesem Kuss gekommen und ich hätte jetzt keinen Zoff mit Sascha. Das war im Affekt. Eine Kurzschlussreaktion. Sowas passiert schon mal. Ist doch nur so verständnisvoll, weil dir das auch schon passiert ist mit Tore. Danke für die Erinnerung. Das war mein 30. Geburtstag und ich war sturzbetrunken. Freikarten für ein Eishockey-Benefizspiel. Heute schon. Hast du Lust? Eis am Stiel, Eiskunstlauf, Eisskulpturen, ja. Aber Eishockey ist mir zu brutal. Das ist eher was für testosterongesteuerte, muskelbepackte Männer. Sascha fährt total auf Eishockey ab. Siehst du? Wäre doch ein schönes Versöhnungsangebot. Komm schon, du Scheißding. Was? Was? Musst du mir ständig auf den Arsch gucken, hm? Wie bitte? Alter, kannst du mir erklären, wie ich mit diesem Scheiß umgehen soll? Es geht mir so auf den Sack. Ich bin die Schwulmann. Meinst du ich? Ach, komm, ey. Fuck! Hey. Er ist gerade eingeschlafen. Ich bring ihn mal in Jessys Zimmer. Ricardo hat mir alles erzählt. Tja. Aus der Traum. Das ist alles meine Schuld. Weißt du, ich habe euch zusammengebracht und diese bescheuerte Aktion, euch gegenseitig eifersüchtig zu machen. Weißt du, das Andi hat gleich gesagt, ich soll das lassen. Und er hatte recht. Ricardo und ich wären sowieso wieder zusammengekommen, ob früher oder später. Ja, aber später wäre er nicht erwischt worden. Das weißt du nicht. Wenn ihr einer Schuld hat, dann bin ich das. Wie kann man nur so unvorsichtig sein? Von der Hochzeit bis zur letzten Überprüfung ist alles perfekt gelaufen. Und dann macht man einen dummen Fehler und ist alles kaputt. Auf die staatlich anerkannte Mama. Wo ist Jessica? Die hat sich freigenommen. Private Termine mal wieder. Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Nein, danke. Tanja, herzlich willkommen. Bist du dir sicher, dass du dir diesen ganzen Zirkus hier schon wieder zumuten willst? Absolut sicher. Aber vorher verschaffe ich mir einen kleinen Überblick. Natürlich. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, die Fashion Days waren voller Erfolg. Seitdem können wir uns über die Auftragslage nicht mehr beschweren. Ah, ich möchte dir noch jemanden vorstellen. Giselle, darf ich dir Tanja von Lahnstein vorstellen? Sie wird ab sofort wieder die Geschäftsführung übernehmen. Das ist Giselle, das Gesicht unserer nächsten Kampagne. Es freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Ja, ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie für uns arbeiten. Vielen Dank. Als eins der Models für den Laufsteg. Wie bitte? Oh, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Das ist eine strategische Entscheidung. Wir werden den finanziellen Verpflichtungen natürlich nachkommen. Es wird kein Verlust für Sie entstehen. Moment mal, ich habe einen Vertrag.
Herr Hellström hat mich engagiert und er hat entschieden, dass... Er hätte es aber gar nicht entscheiden dürfen. Wie gesagt, es tut mir leid für Sie, wirklich. Bitte schön. Dankeschön. Hier, geht wie immer aufs Haus. Dank dir. Da kriegst du bald einen Cocktail von mir. Ja, Alter, ein Burrito bitte. Ich habe noch einen Americano über. Cool, perfekt. Okay. Ja? Cool, dass ich dich sehe. Zu dir wollte ich nachher sowieso. Wusstest du, dass es heute ein Eishockeyspiel gibt? Ja, und das ist seit Wochen ausverkauft. Ich habe nicht mal meine Karte bekommen. Das No Limits ist ein Sponsor. Ich habe sogar 2. Also, falls du willst. Geil. Cool, danke. Ja, ich dachte, vielleicht können wir da zusammen hingehen. Hier, guten Appetit. Dankeschön. Hey, Alter, Bock auf Eishockey? Für Lau? Wann? Na, heute Nachmittag. Schaffe ich nicht. Aber ruf mal Andi an, der hat bestimmt Bock drauf. Cool. Tag. Ich will, dass Sie sich bei Giselle entschuldigen. Ich wüsste nicht, dass ich in irgendeiner Weise ausfallend geworden bin. Ganz im Gegenteil, sie kriegt einen goldenen Fallschirm. Ich bin für die Auswahl der Models zuständig. Das war vielleicht früher mal anders. Das war früher anders, ja, und jetzt ist es wieder so. Was haben Sie gegen Giselle? Sie war ein erfolgreiches Model vor 10 Jahren. Ihre Zeit ist abgelaufen. Wer bucht sie noch außer uns? Ja, aber wir wollen doch auch kein Model, das von aller Welt gebucht wird. Wir wollen was Besonderes. Und Giselle ist was Besonderes. Sie ist 30. Mindestens. Und mit Verlaub, das sieht man auch. Die meisten unserer Kunden sind auch über 30. Aber sie wollen nicht daran erinnert werden. Sie wollen sich fühlen wie eine 20-Jährige. Ich werde Ihnen 2, 3 Alternativvorschläge machen. Ich bin mir sicher, gemeinsam finden wir ein junges, unverbrauchtes Model, was wunderbar in Ihr Konzept passt. Ich brauche Sie als Partner hier. Sie haben mich nicht richtig verstanden, Frau von Lahnstein. Ich entscheide über das Gesicht der Kampagne. Mir wurde in allen kreativen Entscheidungen freie Hand zugesichert. Das bedeutet, Giselle bleibt. Herr Hellström, wie lange sind Sie hier? Ein paar Wochen? Ich habe diesen Laden über Jahre hinweg aufgebaut. Dank mir ist LCL das, was es heute ist. Und es liegt vor allem daran, dass ich mir meine kreativen Entscheidungen nie habe reinreden lassen. Ja, das halte ich ganz genauso. Deswegen lassen Sie mich doch einfach weiter meine Arbeit machen. Ich habe keine Lust auf diese Auseinandersetzung und sie führt auch irgendwie zu nichts. Wie wär's, wenn wir die ganze Angelegenheit mit Ansgar von Lahnstein besprechen? Ja, gute Idee. Gute Idee. Ja, prima. So machen wir es. Ich schicke Ihnen dann den Kostenvoranschlag zu. Bis später. Hey. Hey. Neuer Auftrag. Bringt richtig Kohle rein. Cool. Schaffst du das denn ohne Bella, neben der Arbeit auf Königsbrunn? Ja, ist schon blöd, dass sie immer noch in Tübingen ist, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Die Schulden müssen ja schließlich weg. Tja, sorry, Alter. Aus unserem Spiel wird leider nichts. Kein Ding, die Arbeit geht vor. Was machen wir jetzt? Ja, komm, die Tickets habe ich ja von dir. Was machst du denn heute Mittag? Ja, also zumindest nimmt mich niemand mit zum Eishockey. Ich dachte, du stehst nicht auf Eishockey. Ist das so? Nicht? Was ist jetzt? Ja, ich kann ja mal gucken. Ja. Vielleicht kann ich heute Mittag ja so ein paar Minuten frei machen. Cool, dann warte hier. Ich hol mir meine Sachen. Ach, mein Schnickchen. Du darfst jetzt einfach nicht aufgeben. Was bleibt mir anderes übrig? Die Ansage von Frau Nagel war eindeutig. Du, ich hatte mit meinen Pflegekindern so viel mit dem Jugendamt zu tun. Das sind auch nicht nur Beamte, das sind auch Menschen und mit denen kann man reden.
Habe ich ja versucht. Aber vorhin, da warst du doch total durch den Wind. Jetzt warte doch erst mal ab. Die beruhigt sich doch ganz schnell wieder. Dein Vater hat recht. Du hast so viel auf dich genommen. Die Adoption von Max, die Verpartnerung mit Jessie, die ganzen Märchen fürs Jugendamt. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Ich habe keine Chance. Vielleicht solltest du sie doch noch mal anrufen. Ja, ruf sie an. Jugendamt, Luise Nagel. Frau Nagel, Dana Wolf am Apparat. Ich würde gern noch mal mit Ihnen reden. Ich denke, die Zeit können wir uns beide sparen, Frau Wolf. Bitte, Sie müssen mir eine Chance geben, mich zu erklären. Also gut, ich höre. Nicht am Telefon. Ich würde es ganz gerne mit Ihnen persönlich besprechen. Tut mir leid, ich habe in letzter Zeit keine Termine mehr frei. Frau Nagel, bitte, wir kennen uns jetzt schon so viele Monate. Der gute Eindruck von uns, wir können Sie doch nicht in allem getäuscht haben. Frau Nagel, sind Sie noch dran? Ich habe gleich Mittagspause. In einer Stunde im Schneiders? Danke. Bis dann. Hä? Sie will sich in einer Stunde mit mir im Schneiders treffen. Siehst du, ist doch super. Das heißt noch gar nichts. Doch. Also, wenn schon alles entschieden wäre, dann hätte sie dich doch gleich abgewürgt. Hat sie aber nicht. Jessie hat recht. Du gehst jetzt dahin und dann stimmst du sie um. Ansgar, wir müssten mal gerade kurz was klären. Herr Hellström hat ein Model als Aushängeschild für LCL auserkoren, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ja, was habe ich damit zu tun? Sehr viel, wenn die Umsätze in den Keller rasen. Giselle ist ein Auslaufmodell, die hatte ihren Höhepunkt vor 10 Jahren. Was interessieren mich die Höhepunkte irgendeines Models, es sei denn, ich verursache sie selbst? Schön, dann anders. Herr Hellström ist gerade dabei, seine Kompetenzen zu überschreiten. Er hat bestimmt hervorragende Arbeit geleistet, während ich nicht da war. Aber jetzt bin ich zurück. Erklär ihm, wie der Laden läuft mit mir an der Spitze. Sie haben mir vertraglich zugesichert, dass ich sämtliche kreative Entscheidungen unabhängig von der Geschäftsführung treffen darf. Das würde ich auch gern weiterhin tun. Zusammen mit unserer Chefdesignerin Rebecca von Lahnstein. Das ist absurd. Sie können gerne meinen Arbeitsvertrag schauen. Schön, dann ist da alles geklärt. Sie treffen die kreativen Entscheidungen. Tanja, du bist Geschäftsführerin. Sag mal, spinnst du? Du hast mich gerade erst zurückgeholt. Ja, ganz recht. Und ich kann es mir auch anders überlegen und euch beide rausschmeißen, wenn ihr mich hier weiter nervt. Kann ich jetzt in Ruhe weiterarbeiten? Frau Nagel, schön, dass Sie kommen konnten. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren, Frau Wolf. Meine Mittagspause ist kurz genug. Aber bitte keine weiteren Lügengeschichten, ja? Nein, nur die Wahrheit. Und die beginnt schon mit Maximilians Vater. Es ist nicht wahr, dass er nur eine flüchtige Bekanntschaft von Jessica war. Sondern? Sein Vater war Hagen von Lahnstein. Meine große Liebe. Wir haben viel durchmachen müssen, bis wir endlich zusammengekommen sind. Und es klingt jetzt vielleicht kitschig, aber unser Hochzeitstag war der schönste Tag in meinem Leben. Und ich war unfassbar glücklich mit ihm. Es war von Anfang an klar, dass wir beide Kinder haben wollen. Und ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, dass das vielleicht niemals möglich ist. Aber dann kam die Diagnose. Ich bin unfruchtbar. Tanja, gerade wollte ich dich zum Mittagessen abholen. Okay. Was ist los? Ansgar holt mich in die Firma zurück, um mich vor einem Möchtegern Art
Director zu degradieren, das ist los. Hellström? Ja, wer sonst? Angeblich hat er völlig kreative Freiheit zugesprochen bekommen. Das stimmt. Wer macht so bescheuerte Verträge? Er hat mehr zu sagen als die Geschäftsführung. Tanja, als wir Tore eingestellt haben, da hast du im Koma gelegen. Hier hatte doch niemand auch nur den blassesten Schimmer, wie es weitergehen soll. Mit dir und mit der Firma. Und dann haben wir halt erst mal so einen Star-Designer eingestellt, der sich als Fiasko herausstellt. Damien Wood, das hätte ich euch gleich sagen können. Tore Hellström hat verhindert, dass diese Firma untergeht. Er hat Rebecca zurückgeholt, hat mit ihr zusammen mächtig abgeräumt bei den Fashion Days. Ohne ihn würdest du jetzt vor den Trümmern von LCL stehen. Ja, und ich gebe zu, ich war anfangs auch skeptisch, was ihn angeht. Vor allem wegen der Lücke in seinem Lebenslauf. Was für eine Lücke? Ach, das war, bevor er bei uns angefangen hat. Das ist aber unerheblich. Tanja, Tore Hellström ist der richtige Mann für uns. Und als Justiziar der Firma kann ich dir nur sagen, sein Vertrag ist wasserdicht. Du tust also gut daran, wenn du dich mit ihm arrangierst. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Du hattest doch versprochen, dich zu schonen. Also fang bitte keinen Krieg an, ja? Die neue Tanja ist tough, nicht skrupellos. So, Mittagessen? Ehrlich gesagt würde ich es gern verschieben. Ich muss noch so viel Zahlen durchgehen. Ah ja, so viel also zu mit halber Kraft, ja? Gut, gut. Dann sehen wir uns später, ja? Komm schon, Tanja, tough, aber nicht skrupellos. Tough, aber nicht skrupellos. Privatdetektiv Schöller, was kann ich für Sie tun? Von Lahnstein, ich brauche Informationen. Also, nach 20 Minuten Spielzeit gibt es 15 Minuten Pause. Nach 3 Spielabschnitten ist das Spiel vorbei. Gibt's auch irgendwie sowas wie Elfmeterschießen oder so? Ja, aber das heißt Penalty und wird von der Mittellinie ausgeführt. Weißt du noch? Abseits ist wie beim Fußball. Du weißt schon. Abseits. Ja klar. Ich habe gerade gesehen, die sehen ganz anders aus als wir. Das? Das ist ein Düsseldorfer. Wir nicht? Alter, spinnst du? Wir sind die Spider-Hunters aus Köln. Was hat nur mit Köln zu tun? Meine Ex-Freundin hat mich ständig zu den Spielen mitgeschleppt. Okay, dann sind wir eben die Spider-Hunters Cologne. Habt ihr schon hier hinten die gesehen? Da für welche? 2 Schwuchtels. Ey, ihr Schwuchteln, habt ihr euch in der Kurve vertan oder was? Siehst du hier irgendwo ein Stadion mit einer Kurve? Komm schon, Jungs, das ist eine Bushaltestelle. Bus ist für alle da, also keinen Stress. Was bist du denn für ein Süßer? Hat das dir deine Mama beigebracht oder was? Sag mal, kannst du mir erklären, warum du ständig auf diesem schwulen Ding rumreitest? Selber schwul? Wir haben uns das alles so schön ausgemalt. Wie wir zu dritt als Patchwork-Familie zusammenleben wollen. Ein Melissantee, bitteschön. Danke. Aber dann sind Hagen und sein Vater zu einer Reise aufgebrochen. Und die Yacht ist bei einem Sturm gekentert. Und seither sind beide verschollen. Es tut mir sehr leid. Ich habe das lange nicht wahrhaben wollen, dass Hagen vielleicht ertrunken sein könnte. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass er niemals eine Chance hat. Und dann haben Sie sich zu dieser offiziellen Verpartnerung mit Frau Stiel entschlossen, um gemeinsam das Kind adoptieren zu können. Maximilian ist das Einzige, was mir von Hagen geblieben ist. Er sagt mittlerweile sogar Mama zu mir. Und Jessie, ich meine,
sie hat doch niemanden. Was ist, wenn ihr was zustößt? Ricardo ist auch inzwischen sowas wie ein Vater für ihn geworden. Ich verstehe. Ich bewundere wirklich Ihre Stärke, Frau Wolf. Dass Sie Ihrem verstorbenen Mann diesen Seitensprung verziehen haben mit Ihrer Freundin. Und dass Sie nun das Kind gemeinsam annehmen wollen. Ich liebe Maximilian wirklich. Über alles. Aber ich fürchte, das ist alles... Nein. Ich meine, wir können doch alles so lassen, wie es ist. Sie haben doch selber gesagt, dass Maximilian es gut bei uns hat, oder? Ja, das habe ich. Das ist doch das Wichtigste. Aber ich weiß nun, dass diese Verpartnerung auf einem Betrug basiert. Und diesen Betrug muss ich als Amtsperson melden. Wenn ich das nicht mache, ich mache mich strafbar. Das könnte mich meinen Job kosten. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Ich fürchte nein, Frau Wolf. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann werden Sie glücklich mit Herrn Mendes. Und vielleicht besteht irgendwann die Möglichkeit, dass Sie mit ihm gemeinsam ein Kind adoptieren können. Ich will nicht irgendein Kind. Ich will Maxi. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Wolf. Tore Hellström hieß also früher Andresen. So ist es. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass er eine Frau geheiratet und der Namen angenommen hat. Nein. Aber mehr habe ich auch noch nicht rausgefunden. Auch nicht, was er die letzten 2 Jahre getrieben hat, bevor er hier angefangen hat. Bisher nicht. Ja, dann machen Sie. Ich will wissen, was los war. Okay. Soll ich richtig im Dreck wühlen? Nein, es interessiert mich nicht, mit wem er im Bett war oder ob er Steuern hinterzogen hat. Nur die Fakten, keine schmutzige Wäsche. Okay. Komm, wir gehen einfach zu Fuß. Auf keinen Fall ziehen wir jetzt einen Schwanz ein. Sicher nicht von ein paar Düsseldorfern. Ja, aber es ist nicht mehr weit bis zum Stadion, komm. Macht sich da gerade einer in die Hose? So wie du riechst wohl eher gerade du. Sag das noch mal. Ach, taub sind wir auch noch. Kein Wunder, hat dir Mama nichts beibringen können. Jetzt lass ihn in Ruhe, ja? Hey! Alter. Das war keine gute Idee. Alles okay? Ja, es ist okay. So, wir hauen ab. Wollen Sie zu mir? Eigentlich nicht, nein. Wir hatten ja keinen besonders guten Start. Finden Sie. Ich hoffe trotzdem, dass wir in Zukunft gut zusammenarbeiten werden. Davon gehe ich sogar fest aus. Ich weiß, was Sie für LCL getan haben und ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Danke. Und ich bin gerne bereit, meine künftigen kreativen Entscheidungen mit Ihnen zu teilen. Das weiß ich zu schätzen. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, zu erfahren, was noch alles so in Ihnen steckt, Herr Hellström. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, Herr Andresen? Wie bitte? Andresen. Das ist doch Ihr richtiger Name, oder? Ich weiß nicht, woher Sie das haben, aber ja, das ist mein richtiger Name. Den benutze ich schon länger nicht mehr. Hellström ist mein Künstlername. Tatsächlich. Wollen Sie mir irgendwas sagen, Frau von Lahnstein? Nein, Sie mir? Ja. Ich habe keine Lust auf Spielchen. Und wenn das jetzt alles ist, dann würde ich gern weiterarbeiten. Das ist alles für den Moment. Und falls Sie irgendwie so ein bisschen Angst bekommen haben sollten, brauchen Sie nicht. Ich bin tough, aber nicht skrupellos.
Komm, setz dich erst mal hin, ich mach dir einen Tee. Wo ist Jessie? Bei Max. Das war's. Das war alles umsonst. Du wirst immer Maxis Mama 2 bleiben. Egal, ob mit so einem scheiß Adoptionsfisch oder ohne. Wir sind trotzdem eine Familie. Krass. Wir haben die echt abgehängt. Die waren aber auch ziemlich knülle. Das war so ein geiles Bild, wie der eine Typ sich auf die Schnauze gelegt hat. Ja, und alle hinterher über ihn drüber. Was für Deppen. Scheiße. Ja, wegen uns verpassen die jetzt das Spiel. Ja. Wobei, wir verpassen es auch, tut mir leid. Ach was, das war's mir wert. Und wie du den Typen umgehauen hast. Geile Scheiße, hätte ich dir echt nicht gegeben. Ja, aber wenn du nicht dazwischen gegangen wärst, dann hätte ich jetzt das blutige Gesicht. Also, danke. Alles gut. Sollten wir sowieso mal verarzten. Ach, heilt schon von alleine. Nee. Ich glaube, das ist eine Platzwunde. Sieht ganz schön übel aus. Brauchst du doch nicht. Ist gut. Komm, lass stecken. Damit darf man nicht sterben. So. Ich muss das kurz säubern. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Lass die Finger von, habe ich gesagt. Woher weiß sie das dann? Ja, aber das heißt doch, dass meine Akte für jeden einsichtig ist. Niemand muss wissen, dass ich im Knast war und schon gar nicht warum. Ja, dann lassen Sie sich was einfallen, verdammt nochmal. Ich weiß, es sollte nicht schmutzig werden, aber die Fakten sind schmutzig. Naja, wie ich Sie kenne, werden Sie keine Skrupel haben, den Rotzlöffel damit in die Pfanne zu hauen. Wieder schauen. Schluss mit Kaltblütigkeit. Was kommt jetzt? Ich meine, wer bist du denn dann jetzt? Tough oder skrupellos?